Richtung Hafen. Wer jetzt eingeschaltet hat, wir sind in Kuşadası, in den Hafen von Kuşadası angekommen. Hier vorne links befindet sich die Burg. Ist eine sehr, sehr schöne, entspannte Gegend. Wirklich. Dieses Mediterrane, das macht einfach nur glücklich. Hier vorne gleich so ein kleines Boot, das müsste auch so ein privates Boot sein. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr mit Gruppen unterwegs seid. Ja, man kann sich das dann aufteilen. Also alleine würde ich das jetzt auch nicht machen. Alleine würde ich dieses mit einem Sunset-Tour machen für eine Stunde. Für eine Stunde kostet es nur 100 Tele und das ist ja wirklich... Wo kriegt man das? Efe Hotel, Gastro. Es gibt ja auch in Paris so Bootstouren. Habe ich auch gemacht, werde ich auch bald wieder machen. Da ist ja auch eine Stunde ungefähr, ist man unterwegs. Das kostet dann auch 16 Euro. Ja? Also es gibt halt bestimmte Touristen, naja, wie soll ich sagen, Bereiche, was man machen kann, wo es relativ erschwinglich ist, also mit den Preisen, relativ günstig. Also dass sich das jeder auch so leisten kann. Hier haben wir Liman-Buffet. Also wenn ihr immer irgendwie was hört mit Liman, also Buffet, meistens ist das fast wie so ein Kiosk, da kann man Sachen kaufen. Sei es jetzt Essen, Trinken, alles Mögliche. Ich schau mal hier. Hier haben wir auch mal eine sehr, sehr schöne Sicht. Weil dieser Kopf. Einfach nur atemberaubend. Ich trinke jetzt nur mal kurz was. Ich habe jetzt ein bisschen was zu mir genommen. Als Getränk. Gefrühstückt habe ich ja sehr, sehr gut. Deswegen bin ich gar nicht hungrig. Nur bei längeren Strecken darf ich nicht vergessen, öfters mal in die Flasche zu gucken und zu trinken. Wir haben hier so ein Kaffee-Bistro direkt am Hafen. Ich will mal kurz in den Bereich der großen Schiffe gehen. Wir haben ja auch so Hundehäuschen. Ja? Hundehäuschen, Katzenhäuschen generell ist auch bekannt.
dass in der Türkei halt für die Tiere gesorgt wird. Leider gibt es ja auch, dass jetzt derzeit sehr viele Straßenhunde sind. Ne? Also es gibt auch, die wirklich nicht beißen, aber das ist halt schwierig, ne? Wenn es an Massen an Hunden gibt, da Herr zu werden, muss man hoffentlich kriegen die es in den Griff. Wir gehen mal diese Richtung. Wir sind auch sehr viele, die von den Schiffen aus jetzt hier gekommen sind und sich die Gegend anschauen generell. Wir haben hier Scala Nuova Village. Egeport Kuşadası. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Da geht es leider nicht rein und hier wird auch zugemacht. Das wird halt nur unter Kontrolle, ne? Und das ist ja auch richtig so. Das ist halt, man muss sich das so vorstellen. Das ist wie im Flughafen. Ne? Ohne Kontrolle kommst du hier nicht rein. Sehr schön. So, wir gehen mal weiter. Kazım Usta Restoran. Hier ist Artemis, Rux und Kilims. Okay. Da verkaufen die sozusagen mit Brinzel, glaube ich. Hier in Kuşadası ist es auch möglich. Es ist halt in der Nähe Ephesus, nach Ephesus zu gehen. Was man nochmal besichtigen könnte. Oder in der Nähe des Selçuklu, also von hier in der Nähe ist auch Selçuklu. Da ist auch das Haus von der Jungfrau Maria. Also auch die letzte Gebetsstätte von ihr, die bekannt ist. Da pilgern auch sehr viele Christen dahin. Wir sind hier in Orient Bazaar. Gehen wir mal kurz rein. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Schauen wir uns mal hier die Gegend an. Natürlich gibt es überall auch Gold. Das ist auch nicht schlecht. Ich liebe ja Schach. Und gibt es verschiedene Ausführungen. Gucken wir hier rein. Hier gibt es so Schatullen. Die sehen auch nicht schlecht aus. So als Geschenk. Wow. Richtig groß sogar mit Figuren. Echt cool. Hier sind noch die kleinen Schildkröten. Figuren. Die sehen auch sehr, sehr schön aus. Ist auch ein bisschen schwer sogar. Und hier sogar Eulen. Okay. Porzellan. Gibt es verschiedene Arten.
vom Porzellan. Mit Figuren oder ohne. Mit verschiedenen Mustern. Preise stehen jetzt hier nicht. Merhabalar. Abi fiyatlı, şunun fiyatını öğrenebilir miyim? Tamam. Şu kaplumbağaların fiyatları kaça oluyor? Onların fiyatları 450 lira. 450. Küçükleri. Evet. Büyükleri kaça? Bu büyük, ortancı? şu büyüğün 600 lira. En Onun büyüğü fiyatı 800 lira. 800 lira. Evet. Okey. Tamam. Şeyleri için bağlanmıyor. Anladım. Söyleyiver. Tavlalar kaç oluyor? Saklanç mı tavla mı? Tavla. Tavlalar burada. Tamam. Buradaymış. Okey. Kaçtan başlıyor fiyatları? Tavlalar ağaç olarak bakıyorsun, plastik mi bakıyorsunuz? Ağaçtan diyelim. Ağaç olarak bakıyorsanız 5000 liradan başlıyor. 5000. Evet. Okey. Hı hı. Ağaç ama. Evet evet. ağaç. Gerçi. Evet. Taşları nasıl? Onlar da ağaç. Onlar da ağaçtan. Ağaç. Okey. Şu küçükler Onlar kaç oluyor? saklanç. Okey. Onlar kaça satılıyor? Bu saklançları şöyle söyleyeyim 1700 lira. 1700. Okey. Güzel. Tamam abi bir öğreneyim de dedim. Sağ olasın. So. Wir sind jetzt mal raus aus dem Laden. Ich habe mal spaßhalber gefragt, wie viel das Backgammon kostet. Also das aus Holz startet ab 5000 TL. Ja, es ist halt etwas teuer, definitiv. Ist halt aber auch aus Echtholz. Und ich wollte natürlich weiter die Aufnahmen fortführen, nur ist die Batterie leider ausgegangen. Ich habe jetzt einen Batteriewechsel durchgeführt und jetzt sind wir wieder am Start. Hier geht es etwas weiter nach unten. So, hier hört es auf. Wir gehen mal am besten geradeaus und nach rechts. Damit wir auch alle Bereiche mal gesehen haben. Ma conciliação nesse brilho. Hier ist auch wirklich alles, was man braucht. Sei es jetzt an Schuhen, sei es jetzt an Kleidung, Accessoires für die Frauen, für Männer, alles. Hier gibt es auch sogar. Oh, ist auch nicht schlecht. Was hier macht. Hier haben wir Chloe-Taschen. Also von den Preisen her muss man da nachfragen. Ne? Und ihr müsst auf jeden Fall handeln. Ja? Ihr müsst auf jeden Fall handeln, weil sonst werdet ihr auf jeden Fall... Efendim? Efendim? Ha, tamam. Sadece bakıyorum abi, sağ ol. Hat mir eben gerade gesagt, dass sie auch andere Farben zur Verfügung haben. Louis Vuitton Rucksack. Sogar ein Teppich, auch nicht schlecht. Cool. Also wir haben hier alles Mögliche. Hier ist das zum Essen. Wir verkaufen die Döner. Hier gibt es tatsächlich alles Mögliche. Merhaba. Evet abi. So. Hier gibt es massig an Taschen. Wenn ihr Geschenke braucht, könnt ihr hier einkaufen. Aber bringt auf jeden Fall dann Geld mit. Und ihr müsst auf jeden Fall handeln. Ne? Handeln. So, Euro ist bei 34. Ja. Hier steht es aber auch. Also Euro ist bei 34, aber es wird nach 31,50 gegeben.
Also nicht, dass ihr euch wundert, warum bekomme ich die 34 nicht. Nee. Die müssen ja auch was dazu verdienen. Jetzt gehen wir mal zur rechten Seite, zur linken Seite. Wir haben sehr viele, sehr schöne Teppiche. Wer so ein schönes großes Haus hat, so einen schönen Teppich, wäre nicht schlecht. Ja, aber so. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das ist mein Geschmack. So, dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Es gibt hier auch Verkäufer, die Deutsch sprechen. Genau, hier ist die berühmte Treppe. Die farbige Treppe, die nehmen wir auch jetzt gleich mal auf. wollte nicht die So, ich bin die ganzen Treppen hochgegangen. Das war richtig geiler Sport. Das waren auch sehr viele Treppen. Jetzt gehen wir mal den Weg zurück. Also die Treppen sind nicht ohne. Ne? Die sind echt sehr viele. Und die Leute fotografieren, aber die gehen nicht hoch. Anscheinend ist das die Antwort gewesen, warum. Aber ist verständlich. Es sind auch viele.
dann noch aufpassen, die Treppen sind nicht alle eben. Ich hoffe, ihr seht es. Das sind so farbige Treppen. Die haben die wirklich sehr schön gemacht. So Regenbogenfarben. Und das gibt es auch schon seit Jahren. Also ist nicht neu entstanden. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich unten. Schauen wir uns ein letztes Mal noch hier um. Und ganz weit oben kamen wir an. Und machen wir weiter. Das ist halt gut. Hier ist eine Sitzmöglichkeit, aber ich würde nochmal hier den Weg zu Ende führen, bevor ich einen Schluck Wasser trinke. Real Leather. Okay. Hier wird es auch zum Teil auch für Euro verkauft, anstatt türkische Lira. Aber man kann beides zahlen. Also was du zur Verfügung hast derzeit, das kannst du ausgeben. Ist aber auch typisch Touristengebiet. Die bieten gleich das beide an. So, wir sind auch hier im Stadtzentrum. Hier haben wir Cold Fresh Orange Juice. 2 Euro kostet das. Also die Wärme, die scheint jetzt extrem. Wir gucken jetzt mal. Unsere neue Stelle, wo wir gehen werden. Yeah, exactly. Coole Nike-Shoes. Schöne Sandalen. Wir setzen uns mal kurz hier hin. So, wir haben ein bisschen was getrunken, es geht weiter. Sağlık Caddesi. Ich nehme euch jetzt mit zur Kuşadası Kervansarayı. Auch hier verschiedene Arten von Läden. Sind halt sehr viele Markensachen auch hier, ne, was man holen kann. Von Uhren. Eine Easter, Rolex Easter Datejust. Sieht nicht schlecht aus. Yok sağ ol abi. Sağ ol. Deniz Bank side.
Y luego después una me dice, no te das ni cuenta, ¿no? Y yo no lo he procesado. Machen wir weiter. Hier gibt es Marisol Food Coffee. Vielleicht holen wir uns da einen Kaffee später. Erstmal gehen wir zum Caravanserai. Hier gibt es halt verschiedene Arten von Sachen, was man kaufen kann. Hatte ich euch das schon gesagt? Einfach einen leeren Koffer mitbringen und mit einem vollen nach Hause gehen. Aber ihr müsst handeln. Handelt ihr nicht, werdet ihr eventuell sogar auch kein Schnäppchen haben, sondern eher teure Sachen kaufen. Und das muss nicht sein. Wir müssen hier nach links. Hier ist Migros. Können wir noch einkaufen. Das Passwort Pizza. Hier sind Preise auch ausgeschildert. Wir gucken mal. So ein Menü fängt ab 309 an. 309 Tele. Und hier sogar eine Pizza mit einem Wein. 299 Tele. Also 300 Tele. Ja, bis hin zu das teuerste. Aber das sind auch sogar 2 Pizzen. Also für 2 Leute. 599. Ja, das sind auch schöne Kissen. One Piece, ein Stück, kostet 5 Euro, also 180 Tele. 3 Stück kosten 10. Aber das ist auch nur der Stoff, ja? Also nicht das Innenleben. Das ist nur der Stoff von außen. Hier gibt es natürlich andere Taschen noch. Von Clé und Louis Vuitton. Das sind halt natürlich nachgemacht, das ist klar. Ne? Aber sehen schick aus. Sehen echt schick aus. Hat was. Was haben wir denn hier? Black and White mit einem Apple-Logo. So, verkaufen auch iPhone-Sachen und Samsung und Huawei. Hier ist ein Tattoo-Shop. Center Tattoo and Piercing. Vereceğim daha vereceğim şu oteli verdim.
Hier sind wir in Nishantasche Café und Bistro. Hier ist Sur Café. Das sieht auch sehr gemütlich aus und einladend. Hier stehen auch die Preise. Tee kostet schon 15 Tele. Türkischen Kaffee, also Mokka, 40 Tele. Bier 120, Espresso 70, Nescafé 70, Cappuccino 70, Alkohol ab 200. Aber ich trinke ja keinen Alkohol, von daher. No Spirituose für mich. Only, eigentlich meiste Zeit nur Wasser. Das beste Getränk ever. In Kushadası direkt im Zentrum ist auch hier ein Hotel. Haben wir Hotel Hotel. Sieht auch sehr einladend aus. Ist auch sehr praktisch. Direkt am Hafen. Theoretisch könnte man sogar, wenn man hier mit dem großen Schiff kommt und ein paar Tage hier eigentlich hier ist, ich weiß ja nicht, normalerweise, die schlafen ja auch dann wieder im Schiff, ne? Ist ja logisch. Aber ich sag mal so, wenn die Reise hier enden würde, könnte man hier durchaus übernachten. Machen wir weiter. Haben wir Vakıfbank. Hier gibt es auch eine Möglichkeit zum Geld abheben. Sehr schöner Teppichladen. Das wollte ich euch zeigen. Das ist auch neben dem Orient Bazar. Kervansarayı. Gehen jetzt hier mal rein. Hier befinden wir uns in Kervansarayı. Schauen uns mal hier kurz an. So, schauen wir mal. The Grand Vizier Öküz Mehmet Pasha, one of the important figures of the Ottoman Empire in the 17th century, writes in his Mülkname, Mülkname is meaning a property book, in 1612 and 1613, that he had a castle and a pier built in Kuşadası. By this way, the enemy ships would not disturb the passengers and pilgrims by docking. Cool. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr, ne? Sehr schön. Wir gehen mal rein. Wir haben noch mal so ein Panel, ne? Kuşadası Municipality.
Was macht der hier mit dem mit der Flöte? So, wir schauen mal. Wir gehen mal rein. Zur Caravanserai. Caravanserai Castle. Pardon abi, yukarı girmek yasak mı? Ama buraya girme yasak mı yani şu? Ha tamam, oldu. Ha komple. Ha tamam, oldu sağ ol. Sehr schön. Sehr schöne Castle. Ach ja, guck mal, hier ist eine Taube. Ich will die aber auch nicht vergraulen. Hier sind viele Tauben. Da oben auch. Da haben sie Nester gebildet. Echt schön hier. Hier haben wir so eine Art Brunnen. Dann bringen die auch nichts. Was? Die Löcher für die Wasserkranke sind zugestopft. Ist echt friedlich hier. Ich habe auch nachgefragt gehabt, oben darf man leider nicht. Wäre auch eine schöne Aufnahme gewesen. Ja. Weil hier ist es auch leider geschlossen. So, ich habe jetzt eben gerade der Üsel Güvenlik, der netten Dame, die hier Security macht, gefragt. Und ich durfte hier nach oben nochmal aufnehmen. Hier oben haben wir eine Schule, habe ich erfahren. Das ist die Devlet Konservatuarı. Adnan Menderes Üniversitesi, also eine Universität. Ist auch nicht schlecht, direkt an Castle eine Universität zu erbauen. Aber ja, deswegen durften wir hier gar nicht hoch. Aber mit der Genehmigung durfte ich das. Wir gehen jetzt wieder runter. Schön. Schön, dass wir hier waren. Wir sind von dieser Seite aus gekommen. Wir gehen jetzt Richtung diese Seite. Ich glaube, diese Tür ist auch nochmal sehr schön zu sehen. Oh ja, die ist besser. Die sieht auch sehr schön aus. Mal fest. Kervansarayı, Kuşadası in der Türkei. Wirklich atemberaubend.
So, jetzt gehen wir weiter zu unserem letzten Spot. Die waren in der Stadt, die waren in der Burg, die waren bei Kervansaray. Jetzt gehen wir gleich zu einer schönen Moschee. Das wird unser letzter Spot sein. Und dann werden wir Kushadası auch verlassen. Nur damit ihr es auch hier von dieser Seite aus gesehen habt. Hier kamen wir ja auch. Hier sind wir reingegangen. Beim Kervansaray und das ist schon groß. Und vor allem, dass hier eine Universität ist auch nicht schlecht. Hier haben wir Faruk Özsürücü. Das ist ein Name. Ich glaube, das ist derjenige, der das auch gestiftet hat. Mit Çıbak İbrahim Sürücü und Rauf Özsürücü. Hier ist ein Getränk. Oh. Hier ist eine Stelle, die sozusagen frei für die Menschen zur Verfügung steht. Hier wird Wasser getrunken. So, ich habe jetzt auch eben gerade nachgefragt, weil ich sehe hier auch gar kein Schild. Und die meinten normalerweise, also der Verkäufer, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt auch wirklich Ahnung hatte, aber er meinte, dass das Wasser hier nicht zum Trinken sei, nur ja, damit man sich kühlt, ne? Abkühlt, Gesicht waschen und so etc., aber nicht zum Trinken. Hier sind Vögel, die sich auch abkühlen. So, dann gehen wir mal weiter. Wir setzen uns kurz hier auf die Bank, nehmen was zu uns, ein Getränk und dann geht es gleich weiter. Das ist schön, dass sie hier wirklich Sitzplätze haben. Ich setze mich mal hier hin. So, einmal leer getrunken. Das zweite habe ich rausgeholt gehabt. Das trinken wir auch gleich. Nach der anderen Runde, weil wir jetzt uns auf den Weg machen zum Busbahnhof von Kushadası. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen noch aus, ein paar Minuten und dann geht's los. So. Hier befindet sich die Kaleci Cami. Wir gehen jetzt gleich mal dahin. Wir müssen nur mal hier umranden. Von der linken Seite aus. Was ist hier los? Das ist auch so ein Bazar mäßig. Hier haben wir auch Jacken.
Moncler, okey. Merhabalar. Merhaba. Görelim bir tane. Tek bakıyorum abi, sağ ol. Şeyden var mı? Kolombiya'dan. Kolombiya yok maalesef. Tamam abi, sağ ol. Geçen sene vardı, bu sene onlar kalmadı. Evet, onlardan geçen senelerimizde var. Dağlarda falan Bir daha da çıktı. kimse yapmayınca biz de fazla şey yapmadık. Tamam, sağ olasın. Daha sağ olun. So, wir gehen mal weiter. Which team looking? German. John, yes, are you Number 2. Okay. Moncler Jacken, North Face Jacken. White. Gibt es verschiedene Sachen. Ein Tiger. Schöner Elefant. Wir haben hier traditionelle Kebab-Restaurant. So. Müssen wir gucken. Merhabalar abi. Cami neredeydi ya? Yani son tarafı. Sol tarafta. Ha, tamam, sağ olasın. Ich habe gerade mal nachgefragt, wo wir das finden. Ah ja, hier. Hier ist es. Hier ist die Moschee. In Kuşadası. Das ist die Kaleci Cami, Kaleci Moschee. So, eine sehr, sehr schöne. Wir gehen mal rein. Hier kann man das Gebetsritual durchführen, ja, bevor man betet. Sich erstmal wäscht. Und hier ist die Moschee. Gibt es auch extra einen Bereich, wo dann die Frauen reingehen. Kaleci Cami. Schön. Und da werden auch gerade die Kleinen unterrichtet. Hier ist auch eine Schule. Also ist nicht nur eine Moschee zum Beten, sondern direkt auch für die Kleinen eine Koranschule. Deswegen will ich jetzt auch nicht da reingehen und stören. Hier ist die Kaleci Cami, hier steht es nochmal drauf. Ist auch sehr, sehr schön gemacht. Erbaut worden. Ist auch eine sehr alte Moschee. Schön. Hier geht es wieder raus Richtung Stadt. Hier schauen wir mal. Hier geht es auch raus. Da sind auch die Einkaufsmöglichkeiten. Salam alaikum. So, hier geht es auch raus. Gehen wir mal von hier. Gehen wir von der anderen Seite. Genau, einfach mal gucken, ob wir einen besseren Spot haben. Manchmal ist es halt schwierig, einen richtig guten Spot zu finden. Aber hier gibt es halt diverse kleine Märkte, die verschiedene Sachen anbieten. Vom Friseur, vom Essen, Trinken, von Accessoires, von Kleidung.
habe leider keine bessere Aufnahme. Tut mir leid. Aber vom Weiten haben wir das ja auch von der Stadt aus gesehen. So. Geht's auch hoch? Ja, das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Hier ist das Old Town Bazaar, Castle Restaurant und Ottoman Festival. Gürtel, Hugo Boss, Diesel, Prada und hier haben die eine Wachkatze. Nicht schlecht. Ist auch eine sehr, sehr schöne Katze. Merhabalar. Hier verkaufen die auch Porzellan. Selbstgemachte. Sieht auch danach aus. Hier ist das Harem. Das ist so ein Club. So, ja, von den Bildern aus sieht es ja auch danach aus, dass das eher so eine Tanzaufführung ist. So, wir machen uns jetzt langsam auf. Oh, hier sind auch noch zwei. Psst, psst, psst. Katschba, katschba. Psst, psst, psst. Nicht erschrecken. So, wir gucken mal kurz in den Navi, was der kürzeste Weg ist. Richtung Hauptbahnhof, Busbahnhof, Entschuldigung. Gibt's auch. Selam. Merhaba. Bakıyorum mesela, sağ ol. Wir haben ein schönes Restaurant. Hier sind die Preise auch unterschiedlich, ne? Also von Suppen bis zu kleinen Gerichten 135 bis 490 aufwärts, da ist schon Kebab drin. Also für jeden Budget was dabei. Hier haben wir auch verschiedene Sachen. Wir könnten tatsächlich auch noch mal kurz reingehen, einfach mal gucken. Also bis zum Busbahnhof wird es ungefähr laut Google Maps 23 Minuten dauern, bis wir ankommen. Kommt natürlich immer drauf an mit der Geschwindigkeit. Aber wenn wir schnell gehen, werden wir das dann auch ein bisschen schneller sogar schaffen. Aber ich mache immer ab und zu mal auch so ein paar Schwenker, damit ihr auch andere Bereiche nochmal seht vom Old Bazaar. Ja.
So rum. So. So, dann gehen wir gleich mal gleich nach links. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Man muss nur gucken und dementsprechend schauen. Das Problem ist aber auch hier, es gibt sehr, sehr gute Sachen, auch von sehr, sehr guter Qualität. Man wird dann nicht nur eins kaufen, sondern mehrere Sachen gleich. Außer man hat einen starken Wellen natürlich, ne? Dann bleibt es auch nur bei 1, 2 Sachen, aber sonst. Dann ist hier andere. Sehr, sehr viele Leute versuchen wir mal hier lang zu gehen. Da war es extrem eng. So, wir erhöhen jetzt das Tempo. Das sind 18 Minuten. Hier haben wir auch nochmal. Hier haben wir auch nochmal so eine Moschee, die heißt Hatice Hanım Cami. Das will ich euch auch nochmal kurz zeigen. Hier ist wieder die Waschung, ne? Das Gebetsritualwaschung. Sehr schön und beruhigend. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله Hatice Hanım Cami seit 1658. Hier darf man nur ohne Schuhe rein. Und hier wird jetzt gerade der Imam liest gerade Versen aus dem Koran. Und deswegen werden wir jetzt nicht stören und nicht reingehen. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول لك المخلفون من الأعراب Machen wir weiter. Dann noch ein bisschen vor uns. Hier sieht es auch sehr schön aus. Vor allem hier die Treppenform. Und hier die Nachtsbeleuchtung. Also die Stadt hatte auch auf jeden Fall was zu bieten. Wir haben hier BİM. BİM ist auch eine Einkaufsmöglichkeit, eine günstigere Einkaufsmöglichkeit, um Wasser zu holen. Hier ist eine Militärschule. Hier darf man auch nicht filmen oder desgleichen. Deswegen gehe ich weiter, ohne dorthin zu filmen. Das sind auch selbstgemachte Schmuck. It's such a cool city, you know that? You wouldn't do it in Melbourne. Das ist auch berühmt in der Türkei, Pilavcı, Peri. Da verkaufen die Reis mit, ich weiß jetzt nicht, wie die, was für Kerne das sind. Auf jeden Fall dann auch mit Hähnchen dabei. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. Hier verkaufen die Milchprodukte, süt mamulleri. Hier haben wir sehr viele große Bäume. Hier befindet sich auch also hier steht Adalizade Mezarlığı. Das ist ein Friedhof
Adlisade Friedhof heißt das, von Kuşadası. Genau. Also diese Schatten der Bäume, das ist so entspannt. Man merkt das sofort. Und das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Hier steht Kahramanlığın Anıtı. Das ist ein Denkmal für die Helden. Vom 1915, die für ihr Vaterland gekämpft haben und gestorben sind. Es gibt natürlich noch andere größere Denkmäler, aber es sind halt auch hier die Denkmäler, die auch einerseits die Leute auch, die von hier kommen oder waren. Mögen die in Frieden ruhen. Hier haben wir, ich sehe es gerade, eine Trinkmöglichkeit gefunden. Hier ist so ein öffentlicher Brunnen, wo man Wasser zapfen kann. Hier steht auch Acı Naciye Eskin Hayratıdır. Ja? Und das ist zum Trinken. Abi bir şey soracağım, bu su içmelik mi? Tamam. Also. Ich habe extra jetzt nochmal nachgefragt, ne, das ist zum Trinken gedacht. Wir trinken das jetzt gleich mal, das ist bestimmt kühl. Ich lege mal kurz meine Sachen hier hin. So. Der nette Mann hat mir mal geholfen. Ich hatte noch eine leere Flasche in meinem Rucksack. Habe ich ihn gebeten, nur mal kurz das rauszuholen. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Wasser. Und es ist auch schön kühl. Füllen das mal in die leere Flasche auf. So, eine Flasche auf Ex getrunken. Jetzt nochmal die nächste. Wir haben noch ein bisschen vor uns. So, dann machen wir einmal zu. Wasser ist kostbar. Ich hatte hier noch den Deckel. So. Naja, Deckel nehmen wir dann später mit. So, dann geht's weiter. Ich zentriere kurz. Hier müssen wir nochmal aufpassen.
ich trinke nebenbei Wasser. So. Gucken wir mal. Das ist Wasser. Ich schüttel das mal hier. Den Rest hier hin. Und Pflanzen. Das machen wir gleich weg. Das gehört unten hin und nicht oben. So, kurze Feedback. So, wir haben nur noch 7 Minuten vor uns. Also mein Fazit zu Kuşadası. Es war einfach nur sensationell, wirklich. Es war gut, dass ich hier war und die Ereignisse jetzt ja, mit euch teilen konnte. Und ja, es ist wirklich, ich lege es euch nur ans Herz, wenn die Möglichkeit besteht, dann kommt hierher und schaut euch das an. Ihr werdet wirklich es nicht bereuen. Es ist einfach nur schön. Wir müssen jetzt nur noch geradeaus. Und dann sind wir auch gleich da. So in circa 5 Minuten. Hier gibt es dann auch nochmal so Bazar. Können wir auch noch mal kurz hier rein. Einfach mal gucken. Und Calvin Klein. Von Adidas, von Nike. Ja, fällt gleich runter. Haben echt sehr schöne Sachen hier. North Face.
Ralph Lauren, verschiedene T-Shirts. Echt cool. Gehen wir mal weiter. Stehen auch die Preise drauf. Also die Hosen kosten 5 Euro anscheinend. Je nach Geschmack ist für jeden was dabei. Moncler-Jacken. Shishas und Porzellan. Das sind tatsächlich auch selbstgemachte. So. Also in der Türkei ist generell in bestimmten Zeiten und heute ist Mittwoch. Mittwoch ist auch Çarşamba Pazarı, nennt sich das. Also das heißt Mittwoch Bazar. Wir haben Jacken von North Face. Sehen auch gut aus. Ich bin ja tatsächlich so ein Fan von Columbia. Merhaba. Columbia'dan eşyalarınız var mı? Columbia. Kolombiya. Var mı? North Face görüyorum ya. Columbia var mı diye. Ay North Face var. Columbia diyelim. Soruyorum da. Kolombiya ne lazım? Ceket mi? Ceket. Hı hı. Hayır lazımdan değil bakmak istiyordum da bulamadım. Yok galiba abi ya. Tamam sağ ol. Bunların fiyatları kaç ya normal? Söyle mesela bunu. 1700. Hı hı. Tamam. Oldu sağ olasın. Efendim? Sağ ol abi. Ben Columbia ceketlerine bakıyordum şimdi. Gene de sağ ol. İyi günler. So, ich habe gleich mal nachgefragt. 1700 kosten die Jacken, also 1700 TL. Könnt ihr euch das ja ausrechnen, wie viel das in Euro kostet. Die haben ja auch schöne T-Shirts. Ihr hört jetzt auch den Esan von der Moschee. Es ist Gebetszeit. North Face Cap. Ein echt schöner Bazar hier. Hier steht auch für 2 Euro, für 70 TL. Gehen wir ein bisschen näher ran. Also der türkische Bazar ist ein To-Do-List für alle. Aber wir gehen jetzt mal weiter, weil ich brauche nichts. Wir haben jetzt
einige Kilometer auch zurückgelegt mit euch. Schade, dass hier mancher den Müll auf die Straße schmeißen. Das ist wirklich, das muss ich bemängeln. So, wir sind auch gleich da. Ich sehe es schon, hier links ist es. Wenn ihr nach Kuşadası kommt, dann kommt auf jeden Fall, geht ihr auf jeden Fall auch nach nach Davutlar. Es ist auch hier geschildert und mit dem Domus werdet ihr das einfach erreichen. Hier. Ja. Ich zeige euch jetzt auch den Bereich. So, nee, wir müssen ja hier. Hier ist es ja zu Fuß. Wir müssen hier lang. Wenn wir jetzt geradeaus hier runtergehen, da ist der Domusbahnhof. Busbahnhof, Domusbahnhof. Und von dort aus steigen wir in den Domus ein. Und von dort aus könnt ihr aber auch innerhalb der Straßen, da wo D steht, also Durak, Haltestelle nennt sich das, da könnt ihr direkt einsteigen und zum Beispiel nach Davutlar fahren. So. Und da sind wir. Hier gibt es wieder eine Einkaufsmöglichkeit, dass man kurz vor der Abreise was sich noch holt. Im Markt. Und hier sind die Haltestellen. Ja? Hier steht nochmal Söke drauf, Selçuk, ja, Aydın, Davutlar, Güzelçamlı, da wo ihr hinfahren wollt, ja, da könnt ihr sozusagen einsteigen und je nachdem dann fahren. Ich gehe jetzt nach Aydın. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergiss nicht zu abonnieren und Daumen nach oben zu geben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.